Leifer. Yeah. Genau, für Lars ein Leifer, genauso für mich. Das ist schön. Nach unserem Ausflug an eine Pütte und tollen Beobachtungen wie Bergente oder Singschwänen sind wir nun am Meer angekommen. Genauer gesagt sind wir nun im Hafen von Dornumersiel. Weiß man, gehen sie vor blauem Himmel. Die Flut ist auf dem Höchststand und viele der Wasservögel ziehen sich an Land zurück. Diese Rotschenkel suchen bei Ebbe nach Nahrung. Daher wird bei der Flut, also jetzt, geschlafen. Natürlich waren hier diverse Möwen anzutreffen. Überwiegend waren Lachmöwen, Sturmmöwen und Silbermöwen zu sehen. Gerne sitzen die Silbermöwen auf Pfählen, um alles im Blick zu haben. Unten rechts im Bild sehen wir eine junge Mantelmöwe. Sie ist unsere größte Möwenart. So, wir sind hier jetzt an einem Hafen angekommen und Simon hat natürlich wieder sein Spektiv aufgebaut und einen sehr, sehr kleinen, weißen, flatterigen Vogel entdeckt. Und zwar eine Zwergmöwe. Und die fliegt ganz da hinten vor der Insel entlang. Leifer. Yeah. Genau, für Lars ein Leifer, genauso für mich. Richtig cool, und Simon hat uns dann beide durch das Spektiv gucken lassen und wir durften beide diese wunderschöne Zwergmöwe beobachten. Richtig cool. Und da sehe ich gerade einen Graureiher und den versuche ich jetzt in meiner Kamera mal festzuhalten. Der Graureiher ist bei Flut ein häufiger Gast im Hafen. Hier wartet er auf kleine Fische, welche durch die Flut in seine Nähe gedrückt werden. Ab und zu sind hier auch Silberreiher zu beobachten, doch heute war keiner anzutreffen. Die Steinwälzer sind mittlerweile bei fast allen Küstenvideos von mir zu sehen. Die kleinen Limikolen suchen am Ufer nach Muscheln, Würmern und kleinen Krabben. Hier wird unter jedem Stein und in jeder Ritze geschaut, um ja keine Nahrung zu verpassen. Auf einem Wellenbrecher rastete eine männliche Eiderente. Diese Meerente kann man in größeren Trupps auf dem Meer vor der Küste beobachten. Während die Männchen große Weißanteile im Gefieder haben, sind die Weibchen durchgängig braun gefärbt. Auch der angrenzende Campingplatz hat einiges zu bieten. Hier fielen sofort 2 Austernfische auf, welche nach Nahrung suchten. Diese Limikolen sind das ganze Jahr über bei uns an der Küste zu beobachten. Nur im Winter hingegen kann man die Ohrenlerchen bewundern. Diese gelblichen Singvögel brüten in Skandinavien und sind hier nur Wintergäste. In kleinen Trupps suchen sie gerne in kurzer Vegetation nach Samen und anderen Leckereien. So, das war's jetzt von der Küste. Wir gehen jetzt auf dem Rückweg noch ein bisschen Gänse gucken. Und da gibt es vielleicht noch 1 oder 2 Aufnahmen. Und dann heißt es auch schon Tschüssikowski. Wir sind wieder unterwegs. Das Ziel ist die seltene Rothalsgans. Doch um eine zu finden, müssen unzählige Gänsetrupps penibel durchgesehen werden. Wir gucken gerade wieder Gänsetrupps durch.
Und wir heizen hier schön durch die Pampa. Und den Weg, den kennt ihr noch aus dem letzten Video oder vorletzten Video mit Simon. Da lag hier nämlich Schnee. Ja, wir sind immer noch auf der Suche. Aber so coole Sachen haben wir noch nicht gefunden bis jetzt. Zumindest keine coolen Gänse. Ja, ist eine Hausgans. Keine Schneegans? Die kann man aber nicht melden bei Ornitho Hausgans, oder? Doch. Doch. Das glaube ich noch gar nicht. Das ist auch Hausgans, Graugans, Hybrid oder Hausgans. Da sind wieder super viele Weißwanggänse. Und da sind mindestens nochmal genauso viele. Also wir haben jetzt hier gute 3.000 bis 3.500 Weißwanggänse. Also die da vorne haben wir gezählt. Die da. Und das waren ungefähr 1.500 bis 2.000 Stück. Und da sind auch mindestens nochmal 1.000. Also schon echt eine geile Tour heute bei richtig geilem Wetter. Einfach traumhaft. Und was auch richtig schön ist, man hört jetzt hier sogar überall schon Feldlerchen. Also wir haben heute schon 5, 6 Feldlerchen an verschiedensten Standpunkten gehört. Also so langsam, bei gutem Wetter kommen die Vögel, glaube ich, so ein bisschen in Fahrt und vielleicht auch so ein kleines bisschen in Zugstimmung. Also super interessant. Im Winter zieht es Massen an Gänsen an die ostfriesische Küste. Unter den Weißwanggänsen kann sich immer eine Rothalsgans befinden. Doch es ist eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich kann vorwegnehmen, dass wir heute leider keine Rothalsgans finden konnten. Aber Simon und ich haben in den letzten Wochen wesentlich mehr Erfolg gehabt. Ich übertreibe nicht, wenn wir bei unseren Touren bis zu 40.000 Gänse pro Tag gesehen haben. Immer auf der Suche nach einer Rarität. Eine Rothalsgans konnte ich dieses Jahr schon zweimal finden. Simon sogar 6-mal. Da sie in Sibirien brütet und ihre Überwinterungsquartiere eigentlich im Nahen Osten liegen, ist sie hier eine absolute Seltenheit. Hier sind einige Bilder von einer Rothalsgans, die wir vor 2 Wochen entdecken konnten. Die Rothalsgans ist nahe mit den Ringelgänsen verwandt, doch hier kann man sie meistens zusammen mit Weißwanggänsen finden. Ja, moin, da bin ich wieder. Wie so oft haben wir wieder vergessen, ein Intro aufzunehmen. Passiert Simon und mir irgendwie relativ häufig, aber deswegen mache ich das jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben ein paar richtig coole Arten gesehen. Wir haben leider nicht alles auf die Kamera bekommen, so wie die Zwergmöwe, aber dafür haben wir zum Beispiel die Bergente auf Kamera bekommen. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne, was euch so am besten gefallen hat im Video. Und wenn ihr richtig cool seid, lasst hier ein Abo da. Würde mich freuen und der Kanal wächst dadurch. So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein!